Guten Morgen. Guten Morgen. Der Gewinner! Einen wunderschönen Sonnenaufgang, Eure Majestät. Danke, Igor. Soll ich Eure Majestät etwas zum Essen bringen? Nein, danke. Ich bin immer noch von meinem Geburtstagskuchen satt. Ach so, natürlich. Eure Majestät, hat euch den Kuchen geschmeckt? Ja, es war sehr lecker. Sagt den Junge, der es gebacken hat, dass er von mir persönlich $100 erhalten wird. Nur 100, Eure Majestät? Den letzten haben Sie 100.000 gegeben. Ja, das war eben zu viel. Außerdem war diese Winter kälter als sonst und wir alle müssen in diesen harten Zeiten auf etwas verzichten. Natürlich, Eure Majestät. Ist ja egal, denn er wurde gestern in einem tragischen Unfall erschossen von einem deiner Wächter. Wie traurig. Eure Majestät, einer von unseren Wissenschaftlern hat heute ein sehr interessantes Buch gefunden. Es ist in unserer Sprache, obwohl es tausende von Jahren alt ist. Wirklich? Wie heißt es? Wie man Tintenfische herbeiruft. Und was ist denn ein Tintenfisch? Ich weiß nicht, Eure Majestät. Vielleicht sind sie lecker. Wir können eine herbeirufen, um es zu probieren. Ach ja, ich habe vergessen, in dem Buch gibt es Bilder von den Tintenfischen, wie sie aussehen und solche Sachen. Kann ich eins sehen? Ja, hier habe ich eins. Mein Gott, ich bin verliebt. Wir sollen so viel herbeirufen, wie wir können. Eure Majestät? Tintenfische! 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 Ja, ich meine ja, aber ich brauche meine Tinten. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich brauche eine große tote Kuh, 70.001 Graspalme, 9 Liter Schweiß von einem Wal und 2 mexikanische Mädchen. Entschuldigung, die 2 mexikanische Mädchen kannst du vergessen. Ja, ist das Portal fertig, Igor? Ja, 20 Leute sind vor Hunger, Kälte und Erschöpfung gestorben. Aber tatsächlich ist der Portal fertig. Nur 20, das ist ja weniger als normal. Ja. Dann werden wir mal sehen, ob der Portal funktioniert. Um 9 Uhr morgen werden die Planeten Jupiter, Uranus und Merkur in einer geraden Linie sein, dann wird der Portal sich öffnen.
Ja, komm, meine Tintenfische, lasst mich euch essen. Ihr seid so labberig und wabbelig. Würstchen sind das Beste. Ich habe die Macht, die Squids zu besiegen. Tintenfische gehorchen mir! Ich bin derjenige, der das Geld hat! Wenn ich euer Präsident werde, werdet ihr so viel Gewinnen haben, dass ihr zu viel Gewinnen haben werdet. Ihr werdet von Gewinnen satt sein! Muahahaha! Wie läuft die Invasion? Es läuft nicht so, wie wir es geplant haben. Die Person mit schrecklichem Haare tötet mit seiner Stimme alle, die ihn hören können. Das ist beunruhigend. Wie können wir so einen Feind besiegen? Mit Liebe! Genau! Ich habe eine Idee. Mit Gott! Wir können Gott fragen! Vielleicht können wir... Halt die Klappe, Papa Squid! Ich muss jetzt fort! Der Herr ruft mich! Squid, ich muss etwas Privates zu dir sagen. Verdammt, Gayskull, lass mich in Ruhe! Stopp! Nochmal, aber langsamer. Hi. Ein fürchterlicher Feind, der Donald Trump heißt, hat viele von unseren Squid-Brüdern getötet. Seine Stimme ist wie der Teufel, sein Gesicht ist so schrecklich wie deine Mutter und seine Haare ist so hässlich, dass sein Frisur tot auf dem Boden lag nach seinem letzten Haarschnittstermin. Wie können wir so ein Monster besiegen? Da. Das Schwert von Tuba Tuba. God Squid, wie kann ich dir danken? Verpiss dich. Ich habe eine Idee. Okay, Papa Squid. Wir müssen das bauen. Das ist ein echt cooles Schwert, Papa Squid. Das ist kein Schwert. Trump tötet uns mit seiner Stimme. Wenn wir das über unsere Ohren tun, werden wir ihn nicht hören können und seine böse Stimme wird uns nicht erreichen. Oh. Geh, Squid, mach dir keine Sorgen. Es gibt noch viele Squids im Ozean. So. Sollen wir anfangen? Squid-Sprawl in der Mitte. Ich nenne sie Earmufflers. Ich habe das Schwert von Tuba Tuba!
Squid, aber wir haben schon eine Antwort. Earmufflers. Was ist das? Earmufflers. Ich habe gerade eine lange Reise gemacht und einen sehr mächtigen Schwert zurückgebracht und jetzt sagst du mir, dass das alles nutzlos war? So ziemlich. Ah! Nein! Obama ist ein Muslim. Iran wird uns alle nuken. Ich bin dein Freund. Ich bin dein Freund. Vielleicht ist er nicht so hässlich. Mist!